Hallöchen. Ja, Sarah, alle guten Dinge sind drei. Ich verstehe es nicht. Ich raff's wirklich nicht. Keine Ahnung. Irgendwas blockiert ihn, störte ihn. Jetzt habe ich den Rechner neu gestartet, habe das Ding nochmal irgendwie umgestellt. Jetzt ging's. Wir hoffen mal, dass es so bleibt. Mal schauen. Aber erstmal einen schönen Abend. Und wir spielen heute Sherlock Holmes. Der Errated. Cthulhu. Ich habe mich echt gefreut auf den Titel. Weil der andere Titel ja nicht rauskam zu Halloween, der eigentlich rauskommen sollte. Aber gut. Jetzt haben wir den gesponsert bekommen, also werden wir den noch spielen. Habe ich gehört. Ich muss wie immer nachher gleich noch mal kurz den Ton einstellen. Aber wir wechseln schon mal. Hui. Und starten auch direkt. Also es soll sich jetzt alles wieder um die Cthulhu-Mythos handeln. Sherlock Holmes ist, glaube ich, eher nebensächlich in der Variante. So, nehmen wir hier mal aus. Ich mal nach unten. Suche den Titel. Nee, tatsächlich nicht. So, am 24. Februar 22 wurde unsere Heimat, die Ukraine, auf brutale Weise überfallen. Dieses gesamte Land wurde dadurch in den Krieg gestürzt. Im April desselben Jahres. Das war jetzt leider zu schnell. Qualme einmal drüber genießen. Nee. Das sieht man doch, was da steht. Jetzt aber wirklich, Leute. Hallöchen, Gabi, grüß dich. Also heute eher mal wieder so ein Adventure-Grusel. Ne, Grusel eigentlich nicht. Aber Rätselspiel. Es kommen keine Zombies drin vor. Aber andere mythische Wesen. So, vom Ton her denke ich, sollte es gehen. Hallöchen, Tai. Also ich kann nur was von wegen Formalhaut entziffern. Das ist sehr rare, dass du einmal ein Buch über den Cthulhu-Mythos gelesen, da wüsstest du genau, was da steht. Das ist wirklich die Beschwörungsformel, um Cthulhu zu rufen. Aber vielleicht hören wir sie ja im Spiel nochmal. So, ich würde sagen, wir starten rein. Ich freue mich so. Cthulhu ist nicht so dein Vibe, das verstehe ich nicht. Gar nicht. Ich meine, es gibt selten einen fröhlicheren und netteren Gott. Alles klar, Sierra, trotzdem danke. Juhu. Dr. Watson, would you kindly close the door behind you so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work rather than days? My apologies, Mr. Holmes. I found myself rather taken aback. I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tacks and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. I set it aside for this evening. And for that I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question?
namely the whereabouts of today's newspapers. They Also are echt nochmal recycelt. everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers are here, on the table. Let us see what the postman brought today. Okay, das Haus kennen wir schon. Das hatten wir schon im vorigen Teil. Also wir jetzt nicht, aber wir haben es im vorigen Teil schon mal benutzt. Grafik nochmal ein bisschen aufgehübscht, okay. Ja, wie gesagt, wir werden viele Rätsel haben auf jeden Fall. Gucken. Was brauche ich denn Schwarmwissen? Your order from Barnes' bookshop has arrived, Doctor. Barnes insists on delivering the books to our door, even though we could easily walk to his shop. That's good service. Another letter from Werner. I never reply, but they keep coming. Genau. Hier ist Smarty Pants. Können wir es auch öffnen? Nee. Und man kann auch Schwarmwissen sagen. So, nach dem jüngsten Besuch der schwedischen Prinzessin Hildur in London, der von einer Reihe unglücklicher Begebenheiten überschattet war, gilt das Verhältnis zwischen England und Schweden als angespannt. Allen voran sei das ungeklärte Verschwinden des Leibwächters von Prinzessin Hildur genannt, die britischen Diplomaten nun in Verlegenheit bringt. Der Leibwächter, der seit vielen Jahren in direkter Umfeld der schwedischen Königsfamilie arbeitet, nutzte nach Dienstschluss seinen Aufenthalt in London für eine nächtliche Erkundungstour in der Stadt, von der er nicht zurückkehrte. Ein Sprecher der Londoner Polizei ließ den Londoner Advertisier gegenüber verlautbaren, dass man zuversichtlich sei, die Leibwächter dank eines markanten skandinavischen Erscheinungsbildes zu finden. Ein solcher Hühne zieht die Blicke doch auf sich. Ob nun die Blicke von seinesgleichen in Herren Etablissement oder die der reizenden Damen, die er ihnen dort Gesellschaft leistet. Local gossip, all of it uninteresting. Okay. Wir suchen also irgendeinen Hühn. I don't see the Strand. Where is it? Pardon me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. The missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear fellow, life is infinitely stranger than anything which the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning, I disposed of it. But in lieu of the Strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dustbin. Nein, im Chat haben wir keine Smarty Pants, richtig. Schwarmintelligenz, ja, aber keine Smarty. The dustbin is yours for the digging, Mr. Holmes. Sonst aber ganz schön abgesperrt hier. Man kann ja gar nicht nirgends mehr hin. Nimm das absolute Bae. Was ist ein Bae? Aber Hallöchen. Dampfi. Alles klar, Gabi. Hol dir mal deinen Kaffee. Wir werden es brauchen, glaube ich. Okay, rennen haben wir auch schon mal. Baby. Ach, Kacke. Was ist das denn? Ich bin zu alt für sowas. So, heute ist es regnerig. Da solltest du dich mit dem Wetter entsprechend klein öffnen mit C, die Faltklappe und navigiere mit Tabs und Bereich Garderobe, um die Kopfbedeckung aufzusetzen. Ah, okay, ja, war auch nochmal alles Mögliche. Ach Gott. Ich kann das ja richtig... doof anziehen. Tja, also ich bin ja entzückt.
Ja, schick, Mensch. Also ist ja eine Garderobe, die seinesgleichen sucht. Ich glaube, dadurch, dass der Key gesponsert ist, sind die ganzen Outfits auch mit drin. Juhu. So. Haben wir uns mal eine Kappe aufgezogen. Nicht, dass seine 3 Füße nass werden. Ich finde das Bild irgendwie verstörend. Okay, er will jetzt, dass wir in der Mülltonne rumwühlen. Habt ihr das richtig verstanden? Wo sind die Mülltonnen? Okay. Don't look at me. If you want the newspaper, you'll have to get your hands dirty. Oh, kann man nicht einfach eine neue Zeitung kaufen? You were mistaken, Dr. Watson. The paper was indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil. Der Strand war nicht in der Morgenpost, okay, ja. Okay, wir brauchen noch einen Hinweis. A cactus spine. If it gets in your skin, it's awfully tricky to remove, and when laced with poison, the perfect assassination tool. See, Watson? The conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison? You? That's madness. Um zu rennen, ja, das haben wir auch schon gesehen. Do you even have enemies that would want to kill you? Okay, perhaps from Cordona. Dann nicht auch irgendwie. Ich will nur ganz kurz gucken. Mal den Ton. Ja. Keine deutsche Sprachausgabe. How about that Vogel fellow? He seems rather obsessed with you. Would he do something like this? Why go through all this scheming to murder you? A spine stuck to the newspaper is hardly lethal. Naja, wenn er mit Gift versehen ist. Wenn man sich A sticht. ruined newspaper is hardly the end of the world. We can always buy another. A ruined newspaper is hardly the end of the world. We can Get the always buy Strand. another. Get your copy of the Strand here. Sorry, Mr. Holmes. I just sold my last paper. Blast. Then why are you still here? Boss pays by the hour. No sense in returning early. You're a bright child. I presume you see everything that goes on around here? Nothing gets past me, mister. Then tell me, did you notice anyone suspicious at my door this morning? Like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. Dr. Watson? Cool, now I can take the day off. Did you see what he was up to? Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there's a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. Can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Never heard of a well-read assassin. Looks can deceive. Hence the appeal of disguises. Which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. All right. You earned your shilling. That'll be all.
Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears, if you have more shillings. Ah, diese zuverlässigen Zeitungen. So, im Bereich Gedankenspiele befindet sich eine neue Frage. Öffnen Sie mit C die Fallmappe und navigieren Sie zum Bereich Gedankenspiele. Wählen Sie dann den richtigen Hinweis aus und die Antwort. Okay. Gedankenspiele, da. So, wer hat den Strand ruiniert? Das ist total irritierend, dieser Strand. So, der Strand war nicht in der Morgenpost und Mutter darf, weil der Strand fehlte. Zeit draußen in den Müll geworfen und verschmutzt wurde die Zeit und liegt tatsächlich in der Mülltonne. Okay, das sind die Fakten, die wir haben. In unserer Morgenpost befindet sich ein Buch für Watson. Stammt von Mr. Burns, dem Buchhändler, seine Bestellung gerne persönlich ausliefert. Dem Buch liegt es Mr. Burns Visitenkarte mit Adresse einer Buchhandlung gleich um die Ecke bei. Gut, aber da brauchen wir erstmal mehr Hinweise, ne? Würde ich sagen, gehen wir mal zur Buchhandlung. Die soll ja gleich um der Ecke sein. Druckstore. Und doch hier einfach eine Zeitung. Oh, ich würde sagen, die Pferd geht's gut. Eine Karte? Ja, wir haben eine Karte. Ja, aber nur von den Sachen, die wir bisher gesehen haben. Ist jetzt noch was? Nee. Weil man noch ein Ausrufezeichen da war. So, Mr. Burns ist komplett verwickelt. Laut Aussage des Zeitungsjungen hat der auffällige Mann einen Stapel Bücher getragen und heute Morgen hat der hiesige Buchhändler Mr. Burns ein Buch für Watson ausgeliefert. Ein Kaktusstachel als Mordwerkzeug und lauter Knall, ein Besuch für Mr. Burns wäre wohl mehr als angebracht. Bounce. Achso, jetzt sind die anderen Dinger weg. So funktioniert das also. Mr. Holmes' murder? Yes, Barnes has his quirks, but he also has his scruples. Not every pawn knows it's part of a game. Na gut, die Frage ist jetzt, wo ist die Buchhandlung? Du kannst Hinweise anheften, ohne Fallmappe auf sie zuzugreifen zu können. Öffne mit C die Fallmappe und hefte X mit den Hinweisen Foto, okay? So, damit du das Bild dann immer vor Augen hast. Okay. Na gut, dann suchen wir mal die doofe Buchhandlung.
Olivers Barbiershop. Sie hat jetzt auf jeden Fall angeschlagen, aber... Ah. Können wir das auch wieder abheften? A ruined newspaper is hardly the end of the world. We can always buy another. Sagst du so? Vielleicht waren heute die Neuigkeiten drin. So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? Riensäcke unter den Augen arbeitet viel, okay. Nimmt sie auf sein rechtes Bein, Schmerzen am linken Bein. Hohe Absätze will größer wirken. Hm. So, Mr. Barnes hat dicke Tränensäcke unter den Augen, das Resultat von Schlafmangel und Stress. Er humpelt wahrscheinlich aufgrund einer Gewalteinwirkung. Er trägt hohe Absätze und größere Stärke vermutlich, um nicht wieder das Opfer von Gewalt zu werden. Mr. Barnes wird von jemand unter Druck gesetzt und könnte in einen Komplott gegen mich verstrickt sein. Was meint er? Wurde er unter Druck gesetzt oder ist er einfach nur ein Arbeitertier? Ich würde sagen, er wird unter Druck gesetzt. Naja, er hat uns die Zeitung gebracht mit einem Zahnstocher. Nee, mit einem Kaktusstachel. Die Indizien sieht man ja hier. Ja, ich auch geführt. Ein Arbeitertier. Nee. Ja, die Druckerschwärze vielleicht, aber das andere 3 Sachen weiß ich nicht. Ich nehme das jetzt einfach mal. So, Charakterprofil Mr. Barnes. Mr. Barnes hat Tränensäcke, er humpelt, er trägt, plant. Okay. Mr. Barnes, a word. Oh, for goodness sake. Oh, der flüchtet, wenn er uns sieht. Wie seltsam. Who goes there? Sherlock Holmes. Now will you please... Mr. Holmes. Golly, I did not see you come in. Would you care to answer some questions for me? Well, I wish I could, but I am deep in the weeds with work. How about we reschedule in a month or 2? Come now, Mr. Barnes. It will only take a moment. Really deep in the weeds with important things. Well, help yourself to any book. Just take it and pay later. I trust you, Mr. Holmes. Barnes doesn't seem like himself. Why is he acting this way? You're asking the right questions, Doctor. Let's find a way to coax him out. The ladder is broken recently, judging by the freshness of the wood. Vielleicht ist aber auch die Leiter runtergefallen. I could hardly imagine anything more macabre.
basics of cryptoanalysis, cryptography in Egypt. It appears Barnes has an interesting hobby. Katalog für exotische Pflanzen. Ein Katalog für exotische Pflanzen auf der Ladentheke von Mr. Barnes Buchhandlung. Der Titel des Kataloges lautet Immergrüne Pflanzen für eine immerwährende Liebe. Ja. The finest view London has to offer. In the language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. Und stellt verwelkte Blumen in den Schaufenster, wenn ein Auftrag erledigt ist? An improvised stand, but it does make the flowers more visible. Na, ich würde ja schon sagen, dass er irgendwo Dreck am Stecken hat. Barnes has always been a little odd, but this is uncharacteristic even for him. Haben wir jetzt alles? Ich habe mir jetzt nicht mehr die Taste gemerkt, wenn man das irgendwas hervorheben kann. Wäre jetzt so einfach. So. Hm. Weiß ich noch nicht. Auch schwierig. Also das mit den Schaufensterdings finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Warum da? Das mit den Hinweisen verstehe ich noch nicht ganz. Verschwinden die, wenn wir einmal falsch gelegen haben? Apologies, but I can't hear you. Please come back later.
Ich hatte gerade das Gefühl, dass es weniger wurde, weil wir versucht haben, irgendwas zu kombinieren. Okay. Wird weniger, oder? Oder geht es dann immer nur für den einen Hinweis? Na gut, aber jetzt haben wir ja nichts für den mehr. Jetzt fehlen Grüne. Na gut, dann gehen wir erstmal wieder. Hello there. What's your name? Lily, I know, not very original. I should have worn something warmer. People don't tend to come out for flowers when it rains. Perhaps I should try selling door to door. Have a look at my flowers. They will not bite, unless you touch their thorns. Encouraging people to stop and smell the roses? Our national emblem. God save the Queen. It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell them. Familiar spine? Is this what I found in my dustbin? The pot is damaged. The blow was severe, but softened by something. War es aber der Kaktus? Anything tickle your fancy, Mr. Holmes? Schön sein oder etwas verbergen. Ist nicht dasselbe? Okay. Mit der etwa ungewöhnliche Arbeitskleidung, teurer Stoff. Definitiv noch ein Trauer. Oh, Mrs. Fleming trägt Schminke, um ihre tränenverspielten Wangen zu kaschieren. Kleid besteht aus teuren Stoff, der sich eigentlich nicht für den Arbeitsalltag eignet. Ihre Stiefel sind nicht mit Matsch verdreckt. Sie muss ihr Schuhwerk gewechselt haben, als sie sich zu ihrem Verkaufsstand kam. Mrs. Fleming versucht, ihren Kummer mit eleganter, extravaganter Kleidung zu überspielen. Trägt aber immer noch eine Trauerbrosche im Gedenken an ihren verstorbenen Ehemann. Ihr steter Blick in die Ferne offenbart ihre emotionale Bindung, die immer noch zu ihrem verstorbenen Ehemann besteht. Insgesamt betrachtet muss man zu dem Schluss kommen, dass Mrs. Fleming nach wie vor mit ihrem tragischen Verlust hadert. My condolences, Mrs. Fleming. Mr. Holmes?
Your husband's death. You're clearly still in mourning. Oh no. I loved him more than anything, of course, but that was some time ago now. Life goes on. A lesson we all learn, one way or another. I'll be off. Okay, die scheint also später nochmal wichtig zu sein. We're looking for a cactus needle in a haystack. A spine in a book stack? No, come on, Watson, think. Impressive stature, strong gaze. I think this man deserves a knighthood. Really, Holmes? How can you be so sure? On rare occasions, Watson, it can suffice to trust one's gut. Aber nur in ganz selten. Was ist denn du da, Junge? Schade, ich dachte, das wäre die Buchhandlung von hinten und man könnte da vielleicht nochmal irgendwie... Gut wäre sie sogar, aber es bringt nicht. Boah. Tja, Gedankenspiele. Aber ohne Grün wird schwierig. Ja, irgendwas Grünes. Irgendwas Grünes fehlt. Ja, was? Der Weg nicht breit genug. Okay, können wir jetzt hier irgendwas machen, oder? I'm close, I know it. I just need one more piece to crack the case. Aha. Blöder Watson. Tja, Mensch. I'll stand watch, just in case the strange man comes back. Super Idee. Get the strand! Get your copy of the strand here! Meine, irgendwo müssen die ja gewesen sein. Oder sie, besser gesagt, wenn sie dreckige Füße hat. Oder hatte.
Das ist tatsächlich der Buchladen, aber man kommt nicht rein. Lukina weiter mit uns reden. Ob man hier in den hinteren Gassen unbedingt rumlaufen will, ist die Frage. What a grim view. Ah, London ist echt widerlich. Also dreckig. Da müssen wir jedoch schon einen Beweis unterjubeln. Aber welchen Beweis? Wir haben ja noch gar nicht. I don't know anything about this, sorry. One of these things is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a devil to remove, and the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless, though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. Aha. Stellt doch nicht einfach jemand einen Kaktus bei ihr hin. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. What do you make of the flowers in Barnes' shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. Mhm. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. Are you familiar with Mr. Barnes? Yes. No, not really. Well, in a way. Ja, What aber on dann, earth does that mean? I know who he is, of course, but we haven't shared much more than a look. A look? Yes. Each morning I go for a walk in the park with my dog, and most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy, so we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached, but since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. Have a look at my flowers. They will not bite, unless you touch their thorns. die schlau sind wir jetzt aber auch nicht geworden. Was Grüne dazu gekriegt?
Aha. Blablabla. Also, Mr. Barnes hat eine Strophe erweckter Blumen ins Schaufenster gestellt, um die Aufmerksamkeit der Blumenverkäuferin Mrs. Fleming zu wecken. Vielleicht hofft er, sie dazu zu bringen, in seinen Laden zu kommen und ihnen Ratschläge zum Blumengießen zu geben. Oder es handelt sich um den Versuch, ihr auf stupide Weise seine Verzweiflung zu signalisieren. Mr. Barnes hat Mrs. Fleming anonym einen Kaktus geschenkt, der auf den Katalog auf seiner Ladentheke bestellt hat. Womöglich nicht die beste Wahl, aber für Mr. Barnes scheint der Kaktus seine ewige Liebe zu symbolieren. Nicht zuletzt lautet der Titel des Katalogs Immergrüne Pflanzen für eine immerwährende Liebe. Ganz offensichtlich handelt es sich dabei um den Kaktus, den er auf den Strand in der Mülltonne vor der Barker Street fallen ließ. Er wird Zeit, dass er die Karten auf den Tisch legt. Ohoho. Und dann hat er den wahrscheinlich noch unterm Arm gehabt. I think perhaps I have been chasing shadows. Genau. Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. We better tell Mr. Barnes what we've learned. Und wird er den wahrscheinlich beigehabt haben, als er unsere Zeitung gebracht hat, weil er zu viele Bücher hatte und gleichzeitig noch den Kaktus. Ist der Kaktus runtergefallen, dabei ist ein Stachel einfach in die Mülltonne gefallen. Und die Erde hat er wahrscheinlich mit dem Strand weggemacht. Würde ich so sagen. Mr. Barnes, I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Barnes, it's Dr. Watson. Rest assured we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. All right, then. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus in your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. Naja, aber man kann es ja irgendwo verstehen, oder? Also, wenn man jetzt kein Unmensch ist. Na komm, wir tun mal As so. in most things in life, truth is the answer. Cease with the obtruse signals and anonymous gifts, and simply talk to the woman. What is the worst that can happen? She rejects you, and you are freed from this endless purgatory. That... Yes, you are correct, of course. I do have a slight tendency to overthink things. Thank you. So at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of The Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and Yes, okay. Just give me the paper. So, was haben wir denn? The Strand.
Salzpeter explodiert und erschüttert die Docks. Vergangene Nacht wurden die Anwohner Londoner Hafens durch laute Knallgeräusche und dichten roten Rauch unsanft aus den Schlaf gerissen. Das Handelsschiff Moskwa hatte am frühen Abend auf seiner Fahrt zum europäischen Festland für einen Zwischenstopp am Pier Nummer 3 angelegt, als es an Bord plötzlich zu mehreren Detonationen kam. Mhm. Die Hafenbehörde äußert sich bisher nicht zu den Vorfällen und es ist nicht bekannt, ob sich zu dem Zeitpunkt Besatzungsmitglieder an Bord befanden. Augenzeugenberichten zufolge gelangte Salzpeter in den Fluss, doch da der Ort des Geschehens nach wie vor weiträumig abgesperrt ist, lassen sich die Angaben noch nicht unabhängig überprüfen. Come, Dr. Watson. Let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. I hope to hear good news about you and Mrs. Fleming. Ja, ich hoffe auch, er hat verdient. Let me know if there's any way I can make it up to you. Tell you what, tomorrow's edition of The Strand is on me. Super Sache. Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No? Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill-applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Mhm. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But It's brilliant. Let's go. oh, good. Well, his house is nearby. Come. Ah, da waren wir ja vorhin schon. Mhm. Ja, da hat sich ein Fall ausgesponnen, wo ja keiner ist. Not much further now. Ah, jetzt ist das Tor auch offen. Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimmy here, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles, and it's my superiors who made this decision, sir. Okay. Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Ja, ich weiß nicht, ob es die richtige Herangehensweise ist. Zu sagen, nee, wir suchen nicht, weil ja viele, die machen das einfach. Why has the police department decided not to... We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimahia breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Now, I must be off. Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony. Then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. Erstmal eine Tell Beschreibung. me about Kimahir. He's foreign. A Maori. All the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen. And as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He Okay. doesn't speak a whit of English. Never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. When did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself.
He must have escaped the night before yesterday. May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. Er hat seinen Bediensteten im Schuppen untergebracht? I take it this is the first time Kimahir has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. Gerettet oder versklavt? Is there any reason Kimahir may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. Did Kimahir make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person. No, no. I kept his wages in my safe. For security. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. So hat er seinen Lohn in sein Safe. Im Konzentrationsmodus nimmst du unauffällige Details, oder wenn du in einen grünen Kreis siehst, kannst du die Stelle genauer ansehen. Manche Stellen werden nur mit einem angehefteten Hinweis hervorgehoben. Okay. Haben wir irgendwas zum Anheften? Boah, was stand da jetzt? Welche Taste war das? Ich hab's gelesen, aber... Konzentration, Kuh. Who could have left these tracks? They seem fresh. Aus dem Gesichtsabdruck, oder? Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. A small navy spyglass. Wir haben jetzt 2 Garderoben Dings bekommen. Gegenstände. A Maori nose flute. Ngurus, they're called. Clothes made of Hessian. Is Stenwick really so miserly? Stenwick makes his servant live in a tool shed? You think you know someone? Ich finde es auch ein bisschen. Also der Schuppen ist ja groß und so, aber... Nicht mal ein Bett. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Mhm. Ein bisschen aus wie eine 9.
Fußspuren? Den Knieabdruck. Looks like a knee print. Blut? Chewing tobacco. Was ist was für Blut? A shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a workman's boots. Someone knelt here. The amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while. Amazing, Mr. Holmes. To read the ground like an open book. So, mit genügend Hinweisen kann Shutter vergangene Geschehnisse rekonstruieren. Durch Drücken von Q werden wirbelnde Symbole angezeigt. Interagiere mit diesen Symbolen, um zu beginnen und rekonstruiere dann den Hergang. Super, dass wir noch das Tutorial spielen. Okay. Achso. Es fehlt hier aber noch einiges. Aber bisher haben wir ja noch nicht viel. Gucken, ob wir noch irgendwelche anderen Hinweise finden. I will not be long, Captain. Also ich finde manchmal die Erklärungen für die einzelnen Sachen so ein bisschen, ja, mau. Aber irgendwas scheint uns ja zu fehlen. Wir haben noch nicht genug Beweise. Ah, okay. Button chops. The remains of a meal. The ashes are long since cold. Dass er sagen kann, dass es Hammelfleisch ist. A heavy chemical odor. Lend me your nose, Doctor. Ah, I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. That's an opioid, Mr. Holmes, a narcotic. Mhm. No air coming through it. Is this a Tanifa, a Maori water spirit, or something else? Either way, it's giving me chills. Ja, hat er sich jetzt zugedröhnt? Sind rausgelaufen? Ist ihm mit sein Gesicht in den Sack reingefallen?
Vielleicht nochmal andere Hinweise, die wir nachgehen müssen? A scrap of Hessian. These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. Hallöchen, Barbie. Du wundervolle Wächterbiene. So. Jetzt hier auch in. Okay. Wie gesagt, das mit dem Vor- und mit dem Zurück, das verstehe ich noch nicht so ganz. Im Eingangsbereich des Schuppen zerbrochene Holzkissen, zudem fanden wir dort ein Stück Sackleinen. An der Feuerstelle entdeckten wir ein Kügelchen aus einer narkotischen Substanz und im Kleidersack befindet sich ein Abdruck in Form eines menschlichen Kopfes. Ja genau, das hatten wir ja. Wie gesagt, der hat sich zugedröhnt und ist dann nach hinten gefallen. Also anders sieht's ja nicht. Jetzt ist die Frage, was danach passiert. Aha. The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. Wo fängt denn das Elend überhaupt an? Hier. Okay. Nee, hier ist nicht weiter. Okay. Sherlock in der Luft doch. Holmes. So. Keine Ahnung. Lauf einfach. Okay. Wenn das nicht der Hinweis war, den wir brauchen. Ich meine, wir haben immer noch Spuren. Wir müssen ja auch irgendwo hinkommen. Oder irgendwo hingegangen sein. Oh, reicht schon.
This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Die Fußspuren bringen auch nichts. Ah, doch. Boah, muss ich echt jeden Hinweis nachgehen, ne? Parallel verlaufende Spuren, Holzscheite, dorthin geworfen. Someone moved a cart to this spot and then took it elsewhere. Can't see it anywhere in the garden. Was wir essen. Okay. Hallöchen-Teil. Ja, denke auch, aber trotzdem muss man ja erstmal gucken, dass man da hinkommt. Das ist hier ja nicht mal so. Warum lag da ein Fernglas? Irgendeiner von seinen Besuchern da gelassen, oder? Ja, mach in Ruhe, Barbie. Okay, hier sieht man, dass da Holz weggebracht wird. Und da sieht man aber auch, dass er den Wagen scheinbar im Arsch gemacht hat. Do you think Kimmy here had an accomplice in his escape? Ich weiß nicht. Wir können den Alten ja mal nach den Neuner-Schlüssel fragen. The door to your garden has an interesting lock. Yes, I have uncommon locks on every door of my mansion. It makes them harder to pick. Kimmy here and I both had a set of keys. I'll need to borrow them. No, you'll need to do what I tell you to do. Examine the garden. Has Kimahir ever indulged in tobacco? No, the man doesn't even drink. Are you certain? I found chewing tobacco in the garden. I controlled Kimihir's expenses since he struggled with the currency. I would have known if he used tobacco. Ja, also war er es nicht. Are you joking? Why would I know this? I will not be long, Captain. Nicht gerade kooperativ, der Mann. Uns fehlt jetzt der letzte Ablauf.
Das ist der erste. Okay, er hat erst gearbeitet, danach ist er rein. Denn ihr plumpselt. Hat aber danach dann weitergemacht? Verstanden, dass es damit irgendwas zu tun hat. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Ja, man kann es leider nicht abbrechen. Hm. Geben mir gerade so ein bisschen die Ideen, muss ich sagen. Und vor allen Dingen hast du ja hier auch nichts mehr zum Interagieren. Yes, Also Denwick is no angel, but he's one of my few clients. Please, try to remain courteous. wo wurde er denn hin mit den Karren? Okay, dann müssen wir strategisch vorgehen. Vielleicht nochmal irgendwo anders Krauttabak links. Ja, wo ich halt nicht glaube, dass hier drin ein großartigen Hinweis ist. Mir doch schon irgendwie alles nach draußen zeigt irgendwie. Oder wir nehmen einfach den Schlüssel.
Tada! Okay, aber das ist dann nicht mehr er. Was? Ah, okay, okay, okay. Jetzt macht Sinn, warum diese 3 Dinger da oben sind. Ach Gott, woher soll ich denn das wissen? Hm. Baby, Babi. Nee, das macht keinen Sinn. Hm? Hm? Genau. Macht doch keinen Sinn, dass er den raucht, wenn er kein Raucher ist. Na, warte mal, ich auf das Glas. Surveilling from afar, the intruder waited for a window of opportunity. When Kimahir went to sleep, the man crept up to the shack and slipped narcotics down the chimney pipe, then blocked it with a cloth. Kimahir inhaled the sedative and fell into a deep sleep. The intruder tried to move him, but the man was heavier than expected. The intruder fell on the sack and dropped his spyglass. In order to transport the servant, he had to use the cart. The final challenge was opening the garden door. Luckily for our intruder, Kimahir had the key in his shack. Remarkable. It makes total sense. Stenwick makes his servant live in a tool shed. You think you know someone. Ja, man musste echt erst hintersteigen, aber es macht echt unheimlich Spaß. Das ist auch nur Tutorial, damit du erstmal hinterkommst. So. You'd best have found something by now, gentlemen. Naja. I fear that someone may have spied upon Kimahir. Likely the owner of the spyglass I found earlier. It appears they were watching for some time, as there was an impressive amount of chewing tobacco on the ground. And your point? I found the residue of narcotics in Kimahir's brazier. There are several explanations, perhaps your servant's recreational interest, or an attempt at poisoning. Cut to the chase, Mr. Holmes. Na, so unfreundlich. You said that you checked the shack earlier. Did you notice the cart tracks near it? Now, one ought to expect a servant to make regular use of such a thing. Indeed, I would have overlooked the detail were it not for the cart's absence. If, as you say, Kimahir never leaves your estate, then where did it go? I expect answers from you, Mr. Holmes, not questions. I won't keep you in suspense any longer, Captain. Kimahir was abducted by the owner of the spyglass. When your servant fell asleep, he slipped a narcotic into Kimahir's brazier to make him sleep even more soundly. In order to carry a man as large as Kimahir, the intruder stole the cart and rolled him right out of your garden. Now, hold on. All this simply to tell me what I already know. Why haven't you found him yet?
I only arrived a moment ago. It is, frankly, incredible that I have already deduced so much. Every second you dawdle here, waiting for me to stroke your ego, is another second wasted. I'm not interested in the how, the why, or the who. I am only interested in recovering my investment. Spare me the claptrap, boy, and go and fetch my servant. Truly, there is no better evidence of a man's nature than the way he treats those who help him. And you, sir, are a brute. The cruelty of your ignorance about the Maori people, your selfish attitude to a man's kidnapping. The point is, Captain, we're telling you this for a reason. The intruder fled through the garden door, and we need a key to follow his trail. Well, then you should have led with that. Here you go. I hope you'll return soon with good news. And in the meantime, please teach your companion the art of brevity. I will not be long, Captain. Können wir ihn bitte einfach verprügeln? So ein arroganter Schnösel. So, das können wir jetzt erstmal wieder abwählen. Hier, wo ist denn der Schlüssel da? Führt auf jeden Fall zum Wasser. Hier ist ja nun so was. Warte mal, wenn der hier rauskam, da. Wo waren die Karrenspuren? Kann ich die nicht auswählen? Nee, aber sie zeigen auf jeden Fall in die Richtung. Da ist er. Am Morgen bin ich übrigens zu Hause, Barbie. Wenn du morgen Bock hast, das mal mit den Steam und so zu machen. A strange substance. I have my suspicions based on the color and consistency, but would you care to hazard a guess, Doctor? Roy Soulsby. Could that be the name of our man? Well, it's odorless, but from the way it absorbs water, I'd say saltpeter. Then we're in agreement. Well done. Wheels picked up grass along the way. Kimahia's cart, I gather. Ermittlungsort abgeschlossen.
Ja, okay. Are you joking? Why would I know this? Hm. I thought you were meant to be intelligent. Are you joking? Why would I know this? Where on earth are you going with this? I thought you were meant to be intelligent. Where on earth are you going with this? I came across a pile of Hessian clothes in the shack. Are they Kimahere's? Yes. I had to give him something to clothe himself. He seemed unfazed by his bare skin, but I found it distracting. Are you joking? Why would I know this? Where on earth are you going with this? I will not be long, Captain. Alles klar, naja, schreib mich einfach an, wenn du da bist. Außer ich bin schon ins Streamerino. Nicht sein, dass ich morgen spontan anmache. Hm. Alter, Any Kettenraucher. cigarette butts? Someone stood here for hours. Und der sagen tagelang. A large pile of horse droppings. There was a cab waiting here. Our abductor slipped in and then off into the night. Na klar, macht Sinn. Bist du der Cleverste? Das wäre halt noch gut, wenn man irgendwie die Spuren von den Pferden noch, also von der Kutsche. Yes, Denwick is no angel, but he's one of my few clients. Please try to remain courteous. Ja, man sieht die Spuren wieder, aber... Es ist ja eindeutig, dass es die Spur von den Pferdekutsche ist. Eindeutig.
Ja, keine Ahnung. Mit welchen... ungewöhnlichen Sachen man jetzt hier kommen muss. Na gut, wir können ja erstmal wieder kombinieren, weil jetzt sind wir ja schlau. Oh Gott. Ist ja auch ein Cap, fällt mir gerade auf. Okay, das erste haben wir. Ein spezieller Knoten, ein Marinerohr und Stiefelabdrücke, wie ein Mann auf der Arbeiterkasse hindeuten. Das alles das nur ein Schlusszug. Hier, Mr. Führer, ist ein Seemann. Wohin führt die Spur? Ah. Na klar, die Zeitung. So, wir wissen nun, dass Kiemanns Führer wahrscheinlich Seemann ist, dass sich auf seiner Geldbörse Rückbände von Salzpeter befinden und dass es im Londoner Hafen vor kurzem einen Unfall mit Salzpeter gab. Alles deutet darauf hin, dass wir unsere Suche nach Chemie im Londoner Hafen fortsetzen müssen. Wir dürfen keine Zeit verlieren und müssen so schnell wie möglich eine Droschke finden, die uns zum Hafen bringt. Okay. The Strand proved not so useless after all. The saltpeter accident. Doctor, do you recall? The Port of London, of course. The footwear, the spyglass. Indeed. We shall need to take a cab there. Mhm. Hallöchen. Okay. Dann labern wir ihn noch mal vor. Boah, voll, meine ich. Where on earth are you going with this? I thought you were meant to be intelligent. Do you happen to know Kimahir's shoe size? I wouldn't have the foggiest. But I'm sure it was enormous. Not that it matters. He spent his life barefoot. Despite my best efforts, he simply did not take to shoes. Is this spyglass from... I don't recognize it. Could it be Kimahir's, perhaps? I doubt it. I never saw him with it, nor could I suggest how he might have come by it. Na gut. Yep. Cthugha. The Port of London, please. I will show you where to stop.
Hm. Blutrote Nacht. Mr. Holmes, what a compelling mystery we have stumbled upon. Perhaps I have the premise of my next novel. One kidnapping does not a story make. Stop! A black cat crossed before us. It's a bad omen. Did not take you for the superstitious type, Doctor. Such things are mere fantasies, tricks of a feeble mind. One imagines a physician would keep a surer footing in reality. Perhaps. Before the war, my time abroad was difficult. Once, I came across an Afghan, bleeding, who I could not save. He pressed a rosary into my hand. A gift, he said, so as to gain God's favor. After that... Dr. Watson? Yes, well, I shan't get into details, but sometime later I found myself lost in the desert. Dehydration set in, and things grew ever more dire. The man's words came to me. I said a prayer and placed the rosary on a rock. A gift to gain God's favor. And you were rescued. Yes. A detachment of British soldiers found me. To whom I'm grateful. Without their diligence, you would not be standing here and I would not have this case. I'm sure you have another explanation prepared, Mr. Holmes, but I think I shall cling to the occasional superstition all the same. To each his own, Dr. Watson. So long as it does not interfere with my methods, do it. We must press on, cat or no cat. The question remains, why abduct Kimmer here? The cruised Meerjungfrau. It appears that the saltpeter explosion rattled the locals. Can't blame them for staying at home. Sehr viele Do Katzen. you know anything about this? I think I can help you. Okay. Do you know anything about this? Sorry, sir, I can't help you. Na gut, dann nehmen wir mal rein in die Meerjungfrau. Also in den Laden. Hardly a reputable establishment. I've seen worse. Greetings, miss. I'm hoping you can help us. We shall soon see. I heard tell of a recent explosion in the port. What do you know of it? Ah, yes. Something exploded in a ship's cargo hold. Caused a terrible blaze. The sky was red with smoke till morning. Where precisely did it occur? The ship sank near the third pier, next to the dockyard. Nehmen wir sie mal wieder erstmal unter die Lupe. Spröde Lippen. Spuren von der braunen Morgen. Leicht gewölbt. Schwanger. Etwas zu eng.
Oh, der leicht gewölbte Bauch und die Spuren von Morgenübelkeit auf ihrer Kleidung deuten darauf hin, dass sich die Barfrau in der Frühphase der Schwangerschaft befindet. Ihre spröden Lippen und ihr blasses Gesicht sind Anzeichen von von Mangelernährung. Sie versucht, ihren gewölbten Bauch durch das Tragen einer zu engen Hose zu verbergen. Ah! Your clothes are already tight, and soon they won't fit at all. How far along are you? I thought I'd hidden it better. How did you know? Are you a doctor? In a manner of speaking. He's not. He merely has the ego of one. I apologize, miss. Mr. Holmes is fond of his observations, but I am the doctor here, not him. Do you need any help? I'm fine, thank you. I would rather not discuss my condition, nor let word of it spread. My colleague and I are seeking a burly man, above average height, with workman's boots. Half my customers, then. Your description hardly narrows things down. Are you familiar with a Roy Soulsby? Roy Soulsby? I know the name, but he's not one of my regulars. My guess is that he works somewhere around here. What can I get you? Achso, mehr dürfen wir da nicht. It's a large harbor. If our kidnapper is hiding here, finding him won't be easy. Naja. Oh. Alles angucken hier. Jetzt für die Überfahrt nach Oakmont. Das erhältlich die nächsten Dienstag 4.2 ab. Schädlingsbekämpfung jeder Art, selbst hartnäckige Fälle, nur gegen Bargeld nach Gavin fragen. Hilfe, Grace vor einer Woche verschwindet. Bitte sagen, wenn Sie sehen, Dyer im Armenviertel von Hafen Bescheid sagen. Rotes Banner über Eingang vom Haus. Okay. Also ist er nicht der Erste, der entführt wird? Can I ask you a question? Sorry, sir, I can't help you. Ne, siehst du nicht so aus. Do you know anything about this? I can't tell you because I don't know. Hallo, Is junge this Frau. familiar to you? Oh, sorry, I know nothing. Lügnerin. Kann ich anquatschen. Could you help me? Sorry, sir, I can't help you. Achso, das ist der gleiche Brief. Could you help me? Ugh, I'm sorry, but I don't know anything. Is this familiar to you? Oh, sorry, I know nothing. Na, wir stören die mal nicht beim Pinkeln. Is this familiar to you? Sorry, sir, I can't help you. Ist ja richtig schummrig hier. May I ask for your assistance? Sorry, sir. I can't help you. Is this familiar to you? Sorry, sir. I can't help you. Hier kann immer keiner helfen. Die wollen nicht. Can I ask you a question? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. May I ask you something? Sorry, sir, I can't help you.
Do you know anything about this? I can't tell you because I don't know. Lügen doch. Help me, please. I think I can help you. Ah, Leute sagen, dass Mr. Sulby womöglich gerade am Pier 3 ist. Nach dem Schiff sieht und auf sich gestern Nacht die Explosion ereignet hat. Excuse me, just one question. I'm sorry, but I don't know anything. Pier 3. Was ich aber vorher gerne mal gucken würde, ist nach diesem Haus mit den roten Banner drüber. Da, wo der andere vermisst wurde. Oder vielleicht noch irgendwelche Informationen kriegen. Wo bin ich? Auf dem Bild waren rote dran, aber nur auf dem Bild. Hello, lad. Is this where I may find Dea? You read the poster? Yes? You know where my brother Girves is? Sadly, no. Well, not yet. Where did you last see Girves? He worked at a, warehouse. This man, Roy Solby, gave him the job. He paid him a necklace. Do you still have the necklace that Soulsby gave to Kettenanhänger? Girves? Girves left it near the, shrine. I tried to sell it to buy Amma medicine, but no one wanted to buy. I want to speak to Dea. Is she around? Amma, my mother, she got sick after the fire. Big red smoke. She couldn't breathe, so I took her to the doctor. Now I am in charge. How would you describe this Soulsby? He was big and strong. He had a big scary eye. Scary, you say? Yes, like it was made of metal. Don't go anywhere. This cheap pendant looks like silver, but it's only made of tin. No surprise the boy couldn't sell it. Über das Ohr hier haben. I miss Girves. Do you think he's okay?
Na gut. Dann auf zu 4-3. Ja, als wenn ich schon hier schon immer gewesen wäre. Help me, please. I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Could you help me? No, sir, I've never heard of it. Lügner. May I ask you something? No, sir, I've never heard of it. Lügenpresse. Not in the mood, mate. Shoo! Pardon me, sir. I am looking for Roy. Oh, not again. Yes, I'm Roy, but I can't help you find your uncle or whoever you've lost. Now, what makes you think I would inquire about missing people? You are the fourth person to ask this week. Just because I work at the port doesn't mean I keep track of everyone who comes here. You say we are not the first to ask you about a disappearance. Do you recall anything about those who came inquiring? I only remember the foreign woman. I didn't catch her name, but those are her posters hanging up everywhere. She has badgered me twice now, but I still don't know nothing. And this woman can be found? No clue. She was talking gibberish. Now, where was I? Aha. Can't help you there, mate. Can't help you there, mate. What are you on about? I have been told that you hired Dea's son, GER right before he vanished. His brother also said you had a metal eye. What do you make of this? Tell that him to stop making things up. Have you seen this before? My card? Where did you dig that up? At a crime scene near Baker Street involving a young servant's kidnapping, I might add. No. Someone used it without my consent. How else would it end up there? Dann beobachten wir ihn mal. Zoll, 5 Zoll groß. So 5 Fuß, 5 Zoll groß. Mhm. AM Fuß, okay. Nicht besonders kräftig. So, Mr. Solby ist englische Abstammung, weist mit einem 5 Fuß und 5 Zoll eine durchschnittliche Größe auf und hat eine normale Statur. Seinen schlaffen Muskelton ist zu urteilen, ist er nicht besonders kräftig. Mr. Solby hat eher nicht die körperlichen Merkmale vom chinesischen Führer. Auf seiner linken Handfläche ist Stempelfarbe zu sehen. Einige Buchstaben sind erkennbar. M ist groß, der HM Brust. HM dürfte für Habermaster, Hafenmeister und Cruise für Customs Zoll stehen. Was darauf hindeutet, dass Mr. Solby Zollbeamter ist. Er hat eine brandneue Taschenuhr der Marke World Hillside bei sich. Von einem Gehalt konnte er sich niemals leisten, was die Vermutung nahelegt, dass er sie gestohlen hat. Ich glaube, er ist ein korrupter Beamter. Er hat eine brandneue Taschenuhr und nur bei korrupter Zollbeamter kann sich so als ein Symbol leisten. So siehst du nicht aus. That boat explosion stopped most traffic coming into the port. Guess I'll be without work for a while. How can I help? I could try and flag someone down.
Die Frage ist, was machen wir jetzt? Puts a man on edge, you know. Hier fehlt wieder was. Hier fehlt irgendwie noch was. Vielleicht nochmal zur Barfrau. Vielleicht doch nicht alles gesagt hat. Have you ever heard of a man with a metallic eye? I've seen him even. Dirty Summers is the name. A nasty lout with a silver ball in place of a missing eye. I shudder to ask, but where does one find a Dirty Summers? He likely signed on with a ship. I am not one to spy on others, let alone him. I see. My advice, keep away from him. A foreign woman asked to put it up. She's plastered them all over the port. Any clues as to her whereabouts? None. It was hard to understand what she was saying. After the incident the other day, it seems customers are staying at home. The people here are resilient. Tomorrow it'll all be forgotten. Do you know anything about this? As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Der macht sie ganz schön dick. Can I ask you a question? No, sorry. I know nothing. Der meinte doch, er hat sie zu einem Arzt gebracht. May I ask you something? I can't tell you because I don't know. Und sie will dich nicht reinwerfen, so ist das eben. Oh. Na, der Junge hat uns ja nicht gesagt, wo sie ist. I should have helped Amma put out the posters. If she hadn't been in the smoke so long,
maybe she wouldn't be sick. Frage ist, wo hast du sie hingebracht? Sieht das schon mal aus wie so eine Krankenstation oder so? Hat irgendwo einen Eingang? Ah, Gott. Der Doktor direkt neben ihr? Help me, please. It is a shame I can't answer your question. Ein bisschen mehr Hilfe wäre schon nett spielen. Dann sind wir wieder in der Mail. May I ask you something? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Are you able to help me? It's a shame I can't answer your question. Und komisch ist halt, dass ja hier überall Plakate von ihr hängen, aber... Dirty Summers ist der Entführer, okay? Dirty Summers ist Kias Entführer. Es ist durchaus möglich, dass Roy Holpsy sein Komplize ist. Möglich. Die Sache ist jetzt aber trotzdem...
Erstens, wo ist die Frau? Und wo ist Dirty Summer? May I ask you something? Sorry, sir, I can't help you. Do you know anything about this? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Is this familiar to you? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Oder vielleicht den Zettel nachgucken? Excuse me, just one question. Sorry, sir, I can't help you. May I ask you something? As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Schwierig. Eine oder das andere? May I ask you something? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. What are you gawping at? Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that? And how do I fit in all this? Sorry, you lost me there. Mr. Soulsby, you... A man named Dirty Summers was involved in some recent kidnappings across London. He used your name as a cover for his deeds. What? Really? That doesn't mean I'm involved, though. Boulder Dash. Sorry, you... Mr. A man... What? Boulder... Okay. Mr. Brauchen also genau die drei richtigen. And how do I... Auch nicht? Mr. So... And how do... Mr. So... And how do... Mr. So... Okay, das ist es nicht, das ist es nicht, das ist es nicht. And how do... Die Barfrau ist es auch nicht. And how do I... Okay, wir haben nur die eine Sache. A man... What? Boulder... Mr. And Mr. S
wir hier vielleicht auch noch nicht alle? Your calling card was found at the crime scene. That's enough to make you a suspect. You cannot be serious. This proves nothing. And how... Mr. Die richtige Aussage nehmen? Quatsch, die richtige Reihenfolge. It's true. Ah. And that's before mentioning your gold watch. It's brand new and awfully expensive for a customs officer. Clearly you have found yourself another source of income. I'm sure Scotland Yard will be delighted to investigate further. All right, stop. Look, it's not as it seems. Nein, I niemals. did not partake in the kidnappings. I'm all ears, Mr. Soulsby. Yes, I know Summers. He paid me to turn a blind eye to his business in the warehouse area. Just that, on my word. You did not tell me which warehouse he used? I do not recall, but I used red paint to mark unsupervised warehouses. Ought to be one of them. What else can you say of Summers? He is a regular at the Cursed Mermaid. Goes there with his crew almost every evening. What for? I don't know. I assumed just for a drink. Unmöglich. Do with a pint of the Cursed Mermaid. With the thought of walking in this fog. Kann auch erst dann kommen, dass er die richtige Reihenfolge machen muss. Oh, wir hatten doch vorhin schon die Lagerhalle gesehen. Da. Diese 2 ist es wohl nicht. Yeah, I did. Yeah, Do you know anything about this? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Are you able to help me? Sorry, sir. I can't help you. Eins. Aussieht diese Plakate bloß mit Blut. If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Do you feel like a meat pie?
Ich denke irgendwie immer, das könnte so eine Spur sein oder irgendwas. Bleh. Meine Güte, wie groß ist denn das hier alles? 11. May I ask you something? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Komischerweise wissen die immer alle nicht. Aber bis auf die 2. The planks were broken with force. The planks were broken with force. Mhm. Guck mal, hier liegt auch wieder so ein Zettel. Macht nichts. If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Do you feel like a meat pie? Can I ask you a question? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. The planks were broken with force. Ja, aber mal da so durchgehen willst du nicht? Mhm.
Kann ich da jetzt irgendwie... The planks were broken with force. Gott. Ne, wozu wissen wir denn jetzt, dass da Bretter entnommen wurden? Muss ja einen Sinn haben. Außer, dass wir uns jetzt über fehlende Bretter freuen. Hm. Jetzt haben wir wahrscheinlich die Halle, die wir haben wollten, aber... bringt uns auch nicht wirklich weiter. Ja, tut mir leid, das ist jetzt ein leichtes Ausprobieren. Ja, was halt nervig ist, ist ja, dass wir wissen, dass es da drin ist, aber... dass wir nicht rankommen. If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Do you feel like a meat pie? Er denkt auch nur ans Fressen. Das finde ich halt auch komisch, ne, dass du die überhaupt nicht anvisieren kannst.
Sorry, sir, I can't help you. Aber du musst doch irgendwas wissen. May I ask you something? Sorry, sir, I can't help you. Are you able to help me? I'm sorry, but I don't know anything. Schwierig. Ich meine, die Sache ist ja auch, wie haben sie die Leiche oder den Körper dahin gebracht? The planks were broken with force. The planks were broken with force. Ja gut, aber davon hast du auch nicht. So abgesehen davon, dass du da durchgucken kannst, weil die Strukturen fehlen. Hier liegen überall Bretter, also. Ich bin mal ganz kurz auf Toilette, Leute. Nur ganz kurz. Bis gleich.
So, wieder da. Guten Moin, der echte Badass. Grüß dich. Okay, also wenn wir hier nicht weiterkommen, habe ich mir gesagt, dann müssen wir mal woanders gucken. Und was wir jetzt noch erfahren haben, ist ja, dass der ständig bei der komischen Gluckse da rumhängt. Das ist komisch, wenn die die ganze Zeit am Fenster drum hängen, oder? Konfrontieren, oh Gott. Why do I have the feeling that you know more about Dirty Summers than you're letting on? I have nothing more to add. Er ist der Vater. I failed to follow. Are you fin? Why do I have the feeling... Enough. I have hard evidence that Summers was involved in recent kidnappings across London. I'm not surprised. So what? A customs officer, Roy Soulsby, testified that Summers was a regular here. You must know something about his business. All I know is his drinks order. Nee, oder? If the lives of the missing do not concern you, then I would urge you to think about your unborn child. Are you threatening me? Many people are missing, and the main suspect based himself in your establishment. One word to Scotland Yard and your life takes a turn for the worse. Now, spare yourself the trouble and tell me all you know. Okay, okay. Oh, ist der fies. Summers hired my private room. I think he used it to recruit people, but I haven't seen him in a few days. He paid me cash, so I paid him no attention. Nor did I touch anything inside. Here's the key. Go and do what you will. Just leave me out of it. Mhm. Strong man needed for moving weights in a warehouse arena. Strange symbols. I don't recognize them. Parker in Williamsco, Manchester. Rechnungsnummer? Käufer Summers, hochwertiges Sägetuch, verpackt in Holzkisten, 50 Kisten. Gesamtsumme 50 Pfund. 5 shillings. That won't go far. Viele würden sich über 50 freuen. Dort die Sommer heuert im Privatzimmer des Pappmänners zum Kistenschleppen der Lagerarsenal an. If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Do you feel like a meat pie? So, nochmal was anderes denken außer Essen. Hier kommen wir. Kommen wir jetzt dahin?
Also dürfen wir jetzt rein? Immer noch nicht. Okay. Wir haben doch jetzt Barform. Ah, okay, wir haben neue Hinweise. Rostiger Schlüssel. Nee. Grün. Rechnungssegeltuch. Aussage. Ah. In einer Dirty Summers heuerte Männer für die Arbeit in der Lagerhalle an. Vor allem zum Schleppen von Segeltuchkisten. Die Entführer könnten sich noch immer in der Lagerhalle befinden. Die müsste mit roter Farbe gekennzeichnet sein. Ja. So, hier in einer Segeltuchlagerhalle, die mit roter Farbe markiert ist. Dürfen wir jetzt rein? Ja! Oh Gott. Schloss außen. Bitte was? Oh Gott. Er muss noch höher. Glaube ich. Bitte. Ja. Keine Erklärung Really, nicht, ne? Holmes, this ought to be beneath you. As my brother would say, it is for the greater good. Good quality, but torn in many spots. Bestimmt die Cloud, die Kacke. Mold. That's why you don't leave sailcloth lying out. This crank saw some use. This crank saw some use. The layers of rust will prevent any movement. Was ist denn hier drin? Rosten? Na gut.
Well oiled and well maintained. Wird halt oft genutzt, würde ich sagen. Fit for a crank. Die liegt unten, aber die wolltest du nicht mitnehmen. It's stuck. No one's used it in a very long time. Okay, dann versuchen wir nochmal die Probe zu nehmen. Geheimgang. A hidden passage, just as I expected. Wait here, Watson, and keep an eye on the doors. I'll scout the premises. Will do. Be careful down there. Ja, aber viel mit Cthulhu hat es bisher noch nicht zu tun. Wait. What's happening? Sprach sie und es fing an. What is this place? Where am I? Oh, ich bin so gespannt, wie sie ihn eingebaut haben. Strangely cold. Something is missing. Eine Aussparung. This cannot have been under the port of London all along. Is it an illusion? The only way forward is the abyss. Okay, ich wollte nichts. Ah. Phew, I didn't die. It is icy cold and pulsating. Sehr eklig. My heart, be calm. Schrittlinge. Ja, die Tatschuh, Stiefelabdrücke. Okay. Was? Ich bin so langsam. Oha. Okay.
Das haben wir keinen Käfig mehr. Verstehe ich nicht. Ich meine, ich stürze ja da gerne jetzt runter, aber... Now I am somewhere else. How? It's harder to breathe here. Das ist geil aus. It's like it stares right through me. Bin ich hier auch wieder runter, oder? Nee, okay. What is that? Erstmal was soll's. Oh no! Unspeakably revolting. Nee, das ist Lovecraft. Hm. It's like it stares right through me. Ja, fuck. Ja. Schon eklig. Hallo?
Boah, nein, das ist kein Ernst, oder? Ups. Er hat sich jetzt da nicht wirklich festgebackt. Ja, sieht fast so aus. Bin hier entzückt. Mhm. What is this place? Strangely cold. Something is missing. Na gut, es geht aber noch. Lalalala. Phew, I didn't die. It is icy. My heart, be calm. This cannot have been under the port of London all along. Is it an illusion? Ich finde das schön, dass ich jedes Mal jemanden auf Verlust, damit die Tür aufgeht. Sehr vertrauenswürdig. Now I am somewhere else. How? It's harder to breathe here. So. Hui. Und runter. Oh, no! Unspeakably revolting. Aha. Okay. What? It's like it stares right through me. Jetzt ist nur die Frage, wie wir die Tür aufbringen. Oh. Aha. My head is already spinning. When will this end? Okay, diesmal There brauchen are wir two zwei. recesses. Okay, das kam jetzt unerwartet. Ich dachte, wir laufen gegen.
Chifferablose Größe 9. What kind of trickery is this? Jo, Jens, mach ich. Haben wir vielleicht die Elfer? On my head. What just happened? Alles klar, Dampfi. Schlaf schön. Träum was Schönes. Vielleicht bis morgen. It's rather frustrating. Okay, jetzt lass uns mal nachdenken. Wir haben einmal die Schuhgröße 11. Größe 9. Gar keine. Das ist dann in die andere Richtung. Aha. The stench. Eine Frau gepackt von Tentakeln. A strange stone. It almost feels alive. Ja, schön. Ja, was haben wir den ersten? Dum, dum, dum. Ja, wie gesagt, Horror ist hier nicht wirklich.
Geheimnis jedes Mal. Wir nicht. Aha. Oh Gott. Oh, that is truly revolting. Ist schon so ein bisschen. Okay, auch hier haben wir die Symbole wieder. Und ich würde sagen, der Junge liegt hier schon eine Weile. Frozen and pulsing almost like it has a heart. So, na dann. Okay, das war jetzt relativ einfach, das Rätsel. Muss das denn immer so grell sein? Did I get out? John? What is it, Holmes? Was? Wieso? Ach, er ist gleich hierher, ja. Okay. Aha. Watson? Holmes, where are you? Ich will erst mal kicken. Sehr schöne Bilder. Kann man sich als Entwicklerteam auch einarbeiten in die Dinger. Schöne Idee. Wie dürfen sie sich dann dran festhalten? Holmes. Holmes. Are you all right? Fine. Watson, I'm fine. Thank you for asking. Fine? By Jove, you should have heard the way you called out my name. It was just a game of shadows. I'm glad.
This place gives me the chills. What are we dealing with? Something that's finally interesting. Darf ich vorstellen? Cthulhu. Abgebrochene Fingernägel, getrocknete Schlammbrühe. Eine Einstichstelle. Okay. His abdomen is severely bloated. Cyanosis of the lips, marks on the neck. This man was strangled. Okay. I've never seen a pattern like this before. Old blood stains. Diskrete Nachforschung aller Art. Für sie reisen wir um die Welt. Illustrator, Boston, Massachusetts. Someone got their hands dirty painting this with blood. An American passport. Amos Colby. Ja, riesig. Einreise, Flower 22. Auf der Rückseite des Preises finden Sie eine Zeichnung, mit dem Blut angefertigt wurde. Und sie zeigt ein Wesen, das einer Meereskreatur ähnelt, am ehesten einen Oktopus. At least 24 pendants, all identical and made of tin. Someone used mud to draw a cross in a rectangle. Why? Menschliches Haar? Ja. These clothes were crudely cut off someone. An American, judging by the style. Fine rope work, cut by a finer blade. Andere machen ja gar keinen Sinn. Spuren? Deep scratches left in a frenzy. Oh, ich glaube, in so einer Kiste würde ich wahnsinnig werden. Ich würde da so austicken drin. Strength it would take to carry this crate, let alone break it. A small bloodstain, but not serious.
Wäre das irgendwie nicht so Sinn. Oh, potent. This sensor has more narcotic residues. Miserable food, mass-produced. Ja. Die Leute, die da unten sich so aufgehalten haben, wollten es auch nicht anders. These clothes are missing buttons. They were forcefully removed. Dumpra, a staple of lecturemen's attire in Nepal. Gathered from dozens of people at the very least. So, kommen wir zur letzten Etappe. Müssen wir dafür runter, oder? Na gut, gucken wir. Der Raum noch mehr zu bedeuten hat, außer ihre Gesichter. Alles klar, Teil. Schlaf schön. Bis morgen. So lange werden wir auch nicht mehr machen, also wirst du jetzt auch nicht ewig viel verpassen. Okay, hier haben wir, da haben wir. This box contained a narcotic substance, much like the one in Kimihia's brazier. This box contained... It seems made for simple experiments. I wager they could not afford a better set. This box contains... Black Edelweiss Institute, established 17-something. Echt nicht? Ich dachte. It seems made for simple experiments. I wager they could not afford a better set. Okay. Sie haben sie rausgeholt.
Holmes, are you sure you've left no stone unturned? Ah, nee, noch nicht. Dann haben sie ihn hier ausgezogen. What on earth? Looks like the scribbling of madmen. Many people were brought to this place. Their abductors stripped off their clothes and discarded them in a pile. The prisoners were kept in a soporific trance by the use of narcotics. A few tried to resist, but alas, in vain. After a few days, everyone was stuffed in a crate and sent elsewhere. Only one captive was left behind. He was strangled to death on this altar. What the hell is happening, Holmes? Calm yourself. Cannot be. What is it? Oh my God. Und das Ader? Please tell me we found all we needed to, Holmes. I think we found a bit more than that. Yet we have no clue as to where those people have been taken. And that's where you're wrong, Watson. We have more than enough. I just need to connect the dots. How about you pack your suitcase in the meantime, my dear fellow? Just in case. It's hard to know how much to pack. I might bring a spare notebook just in case. Hier nicht mal jemand räumen. Das sieht ja schäbig aus. So. So, aber meine Lieben, Ihnen macht für heute Feierabend. Ja, ja, speichern tue ich gleich. Ich würde euch einmal zum Meeps rüber schicken. Die Meeps spielt mir nicht noch Resident Evil, falls ihr noch Lust habt, das zu sehen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zugucken. Fürs dabei sein. Und ja, ich denke, morgen geht es dann weiter. Und träum nicht schlecht. Ach, von Cthulhu doch nicht. Cthulhu ist besser. Oh, Hallöchen, Alf und gute Nacht. Schlaf gut. Bis morgen, meine Lieben. Und versucht nicht allzu sehr Albträume zu bekommen. Ich denke mal morgen gegen Mittag. Ja, doch, Mittag. Nachmittag. Auf jeden Fall früher als heute. Ich weiß, das sage ich jeden Tag, aber ich versuch's. Also bis dann. Tschüss.